Hast du dich jemals gefangen gefühlt und dich intensiv nach etwas gesehnt, das immer unerreichbar scheint? Als würdest du Schmetterlingen nachjagen, die nie landen? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das Geheimnis der Manifestation deiner Träume nicht mehr darin besteht, zu kämpfen, sondern mit dem Wollen aufzuhören und mit dem Sein zu beginnen? In diesem Video tauchen wir tief in die revolutionären Lehren von Neville Goddard ein und entdecken das Geheimnis des Lebens am Ende, den Schlüssel zur Erschließung der Realität, die Sie sich wünschen, und nehmen nun das Gefühl an, dass Ihr Wunsch bereits erfüllt ist. Du wirst verstehen, warum das Gefühl, es bereits zu haben, unendlich mächtiger ist, als es dir einfach nur zu wünschen, und wie du es anwenden kannst, um deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Beziehungen oder jeden anderen Bereich deines Lebens zu verändern. Ich weiß, es mag kontraintuitiv erscheinen, vielleicht sogar zu schön, um wahr zu sein, besonders wenn man alles ausprobiert hat. Vielen von uns wurde beigebracht, zu kämpfen, zu jagen, zu warten. Aber Neville bietet einen anderen Weg an, einen inneren Weg. Werfen wir einen Blick auf das Genie von Neville Goddard, dessen Ideen über die Macht des Bewusstseins und der Vorstellungskraft noch Jahrzehnte später das Leben verändern. Wenn wir uns damit beschäftigen, sag es mir in den Kommentaren. Welchen Wunsch würdest du wählen, um so zu leben, als wäre er jetzt schon real? Diese Absicht zu teilen, ist bereits ein kraftvoller Schritt. Und wenn ihr bereit seid, eure Realität von innen nach außen neu zu programmieren, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn diese Reise der bewussten Manifestation beginnt gerade erst. Lassen Sie uns nun das Geheimnis lüften. Was ist das häufigste Muster, das wir da draußen sehen? Wir verbringen unser Leben damit, darauf zu warten, dass sich etwas Äußeres verändert. Und erst dann fühlen wir uns gut. Vielleicht hast du es schon einmal gespürt. Du willst etwas mit aller Kraft, ein wohlhabenderes Leben, eine glückliche Beziehung, eine lebendige Gesundheit, aber es scheint, dass dir dieser Wunsch immer wieder durch die Hände gleitet, egal wie sehr du dich bemühst. Wir bitten und flehen, warten auf ein Zeichen, auf die Erlaubnis des Universums, auf diesen magischen Moment, in dem sich alles ausrichten wird. Wir leben im Zustand des Wollens fest, anstatt uns zu erlauben, den Zustand des Habens zu erleben. Und genau das ist der Punkt, an dem die meisten von uns stolpern. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem kosmischen Restaurant, einem dieser ganz besonderen, in dem alles auf der Speisekarte steht, wovon Sie träumen können. Du setzt dich an den Tisch, nimmst dieses erstaunliche Menü und beginnst zu lesen. Finanzieller Überfluss, wahre Liebe, innerer Frieden. Aber anstatt selbstbewusst zu bestellen und das Essen bereits im Mund zu schmecken, schaust du dir nur die Optionen an, träumst davon, sehnst dich nach ihnen, in der Hoffnung, dass das Gericht irgendwie vor dir erscheint, ohne dass du dich auf die Wahl festlegen musst. Haben Sie jemals darüber nachgedacht? Wie oft haben Sie sich nur gewünscht, es zu tun und sich nie das Gefühl gegeben, dass die Bestellung bereits geliefert wurde? Das große Problem bei all dem ist, dass unsere äußere Welt als perfekter Spiegel unserer inneren Welt funktioniert. Was du in dir trägst, deine Gefühle, deine Überzeugungen, deine Energie, ist das, was das Universum zurückreflektiert. Wenn du dich auf den Mangel konzentrierst und denkst, ich habe nicht genug Geld, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht gesund, dann ist das die Geschichte, die du dir jeden Tag erzählst. Und wissen Sie was? Der Spiegel des Lebens hat keine andere Wahl, als dir mehr von dieser gleichen Realität zu zeigen. Es ist, als würdet ihr das Universum anschreien. Gib mir mehr von diesem Gefühl der Leere. Und das Universum, gehorsam wie es ist, liefert genau das. Vielleicht denkst du, aber ich versuche positiv zu sein. Ich versuche gute Dinge zu denken. Und ich verstehe sie, denn viele von uns sind diesen Weg gegangen. Wir probieren das. Berühmte positive Denken aus, wiederholen schöne Sätze vor dem Spiegel, schreiben Affirmationen auf bunte Post-its. Aber hier ist eine bahnbrechende Wahrheit. Ohne das tiefe Gefühl zu verändern, ohne zu ändern, wer du wirklich glaubst zu sein, tief in deiner Seele, ist dieses positive Denken nur oberflächlich. Es ist, als würde man eine Wand voller Risse
Nehmen, einen schönen Anstrich darüber auftragen und hoffen, dass sie zusammenhält. Die Farbe mag es für eine Weile verdecken, aber die Risse sind immer noch da und bereit, sich wieder zu öffnen. Aber bevor wir in die Lösung eintauchen, möchte ich, dass Sie einen Moment nachdenken. Wie oft haben Sie sich dabei ertappt, wie Sie darauf gewartet haben, dass sich etwas Äußeres vollständig anfühlt? Wie oft hast du schon Zweifel oder Angst das Steuer deines Lebens übernehmen lassen? Geben Sie sich nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle sind seit unserer Kindheit darauf konditioniert worden, so zu denken. Uns wurde beigebracht, dass das Glück da draußen ist, dass wir ihm nachlaufen müssen, um es mit Anstrengung zu erobern. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du aufhören kannst zu rennen? Was wäre, wenn das Geheimnis, um alles zu haben, was du willst, nicht darin besteht, härter zu kämpfen, sondern darin, dich innerlich zu verändern, wer du bist? Hier beginnt die Magie. Denn es gibt einen Weg, diesen Kreislauf des Mangels zu durchbrechen, aus dieser Schleife des Wollens herauszukommen, ohne jemals zu haben. Und dieser Weg hängt nicht von irgendetwas Äußerem ab. Er hängt nur von dir ab, von deiner Vorstellungskraft, von deinem Herzen. Neville Goddard nannte dies das Gesetz der Himmelfahrt. Und es ist ein einfacher, kraftvoller und vollständig transformativer Weg. Also, atme jetzt mit mir tief durch, denn wir sind dabei, einen großen Schritt in Richtung des Lebens zu machen, das du verdienst. Lassen Sie uns nun in das Herz der Lösung eintauchen, die Ihr Leben ein für allemal verändern kann. Neville Goddard, einer der größten Meister der Manifestation, hat uns ein unglaubliches Geschenk hinterlassen: das Gesetz der Himmelfahrt. Und was bedeutet das? Es ist einfach, aber gleichzeitig zutiefst kraftvoll. Um etwas zu manifestieren, was du dir wünschst, musst du das Gefühl annehmen, dass dein Wunsch bereits erfüllt ist. Es geht nicht darum, sich zu verstellen oder sich mit leeren Worten zu täuschen. Es geht darum, tief in deinem Wesen zu fühlen, dass du bereits bist, dass du bereits lebst, wovon du immer geträumt hast. Stellen Sie sich für einen Moment vor, was wäre, wenn Sie, anstatt ängstlich in die Zukunft zu blicken, jetzt Ihre Augen schließen und den Frieden, die Freude, die Gewissheit spüren könnten, dass Ihr Traum bereits real ist? Das ist es, was Neville uns lehrt, und es ist ein Weg, den jeder gehen kann. Aber lassen Sie uns etwas Wichtiges klarstellen, denn hier verlieren sich viele Menschen. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Wunsch nach etwas und der Annahme, dass man es bereits hat. Wenn du wünschst, sagst du zum Universum: Ich habe es noch nicht, es fehlt in meinem Leben. Wenn du wartest, wirfst du alles in die Ferne. Zukunft, als bräuchtest du eine Erlaubnis oder ein Wunder, um es geschehen zu lassen. Aber die Übernahme ist etwas ganz anderes. Es ist ein Zustand der Präsenz, des unmittelbaren Besitzes. Wenn Sie zum Beispiel Gesundheit wollen, geht es nicht darum zu wiederholen: Ich hoffe, eines Tages gesund zu werden. Nein, es geht darum, die Energie, die Vitalität, die Dankbarkeit eines gesunden Körpers zu spüren, die gerade durch deine Adern fließt. Wenn du auf der Suche nach Fülle bist, geht es nicht darum, von einem fetten Scheck zu träumen, der vom Himmel fällt. Es geht darum, die Sicherheit, die Freiheit, die Zuversicht eines erfolgreichen Lebens heute zu spüren. Anzunehmen bedeutet, einen Schritt über das Begehren hinauszumachen und in die Realität einzutreten, die du erschaffen möchtest. Und hier kommt Nevilles transformativstes Konzept ins Spiel: Living in the End. Was bedeutet das? Es geht darum, mental und emotional den Zustand deines bereits erfüllten Wunsches zu bewohnen. Es ist, als ob du deine Vorstellungskraft nimmst und sagst: Ich werde mich nicht mehr als jemanden sehen, der versucht, dorthin zu gelangen. Ich werde mich als jemand sehen, der bereits dort angekommen ist. Denk mal darüber nach. Wenn du eine liebevolle Beziehung willst, lebe jetzt mit dem Gefühl, geliebt zu werden, glückliche Momente zu teilen, mit einem Lächeln aufzuwachen, weil diese Person bereits Teil deines Lebens ist. Wenn es sich um eine erfolgreiche Karriere handelt, spüren Sie die Zufriedenheit eines gut gemachten Arbeitstages, den Stolz, anerkannt zu werden, die Natürlichkeit, am richtigen Ort zu sein. Am Ende zu leben bedeutet, die Dankbarkeit, die Erleichterung, die Freude zu spüren,
bereits das zu haben, was man will. Und dieses Gefühl seine Gedanken, seine Emotionen und sogar sein Handeln leiten zu lassen. Es ist keine Magie, es ist ein Seinszustand, der alles verändert. Machen Sie sich bereit, denn diese Reise wird noch unglaublicher. Beginnen wir mit einer Idee, die die Art und Weise, wie du dein Leben siehst, komplett verändern kann. Stell dir dein Bewusstsein als einen Filmprojektor vor, einen dieser alten, mit einem starken Licht, das alles erhält. Stell dir nun die Welt um dich herum vor, deine Finanzen, deine Beziehungen, deine Gesundheit, als die Leinwand, auf die dieses Licht projiziert wird. Was auf dem Bildschirm erscheint, ist nicht zufällig oder von ihnen getrennt. Es ist die direkte Reflexion dessen, was du in diesem Projektor trägst. Deine Gedanken, deine Überzeugungen und vor allem die Gefühle, die dein Herz dominieren. Wenn du dich jeden Tag vermisst, ängstlich oder frustriert fühlst, wird das die Leinwand deines Lebens zeigen. Aber wenn du anfängst, Dankbarkeit, Frieden und Gewissheit zu projizieren, rate mal, was passiert. Der Film verändert sich. Und das ist die Grundlage von allem, was Neville Goddard uns lehrt. In einem wesentlichen Punkt war Neville sehr klar: Gefühl ist das Geheimnis. Es reicht nicht aus, nur darüber nachzudenken, was man will, schöne Sätze zu wiederholen oder Wunschzettel zu erstellen. Das ist erst der Anfang. Die wirkliche Kraft liegt darin, die Realität deines Verlangens so zu fühlen, als wäre es bereits deines. Denken Sie darüber nach. Das Universum spricht nicht die Sprache der Worte oder vagen Absichten. Er versteht die Sprache der Emotionen, diese Energie, die in dir schwingt. Es ist das Gefühl, das wie ein magischer Klebstoff wirkt und das, was du dir vorstellst, mit dem verbindet, was du lebst. Wenn du die Freude fühlst, das zu haben, was du willst, die Erleichterung über ein gelöstes Problem, die Dankbarkeit für ein erfülltes Leben, sagst du zu deinem Unterbewusstsein und dem Universum: Das ist jetzt meine Wahrheit. Und dann beginnt die Magie zu geschehen. Um das besser zu verstehen, stelle dir vor, dass dein Leben wie ein Radio ist. Jeder Sender spielt eine andere Art von Musik, oder? Eure aktuelle Realität ist auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt, die von den Gefühlen geprägt ist, die ihr jeden Tag mit euch herumtragt. Wenn du dir Sorgen machst, ängstlich bist und das Gefühl hast, dass es nie genug ist, dann befindest du dich in der Zeit der Knappheit. Und die Musik, die gespielt wird, ist mehr davon. Aber wenn du eine neue Realität willst, ein Leben in Liebe, Wohlstand, Frieden, musst du die Frequenz ändern. Wie? Sich jetzt auf das Gefühl einzustimmen, bereits da zu sein. Schließen Sie für einen Moment die Augen und spüren Sie. Wie wäre es, in einem Leben aufzuwachen, in dem alles, was Sie wollen, bereits real ist? Fühle diese Leichtigkeit, diese Geborgenheit, diese Freude. Wenn Sie dies tun, stellen Sie den Drehregler Ihres internen Radios ein und das Universum beginnt, eine ganz neue Melodie zu spielen. Wie kommst du also auf diese kraftvollen Gefühle zu? Hier kommt sein unglaublichstes Werkzeug: die Vorstellungskraft. Neville Goddard sah in der Fantasie nichts Kindisches oder eine einfache Fantasie, mit der man sich die Zeit vertreiben konnte. Für ihn ist es die schöpferische Kraft Gottes, die durch dich wirkt. Eine heilige Werkstatt, in der du deine Realität gestaltest. Denken Sie darüber nach. Alles, was es heute gibt, das Handy in der Hand, das Dach über dem Kopf, sogar die Flugzeuge, die den Himmel überqueren, begann als Bild im Kopf eines Menschen. Die Vorstellungskraft ist der Ort, an dem das Unsichtbare Gestalt annimmt, an dem deine Träume zu atmen beginnen, bevor sie Wirklichkeit werden. Und das Beste? Du hast diese Kraft bereits in dir, bereit genutzt zu werden. Aber hier ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, sich vorzustellen, dass dein Verlangen zu dir kommt, als etwas, das weit weg ist, auf das du darauf wartest, anzukommen. Es hält dich immer noch im Zustand des Mangels. Neville lehrt uns aus dem Begehren vorzustellen. Was bedeutet das? Es geht darum, sich in die Szene hineinzuversetzen und so zu leben, als wäre der Traum bereits vollendete Tatsachen. Wenn Sie ein neues Zuhause wollen, stellen Sie sich
Das Haus nicht nur als etwas vor, das Sie eines Tages kaufen werden. Treten Sie in Ihren Geist ein, riechen Sie das neue Holz, hören Sie das Geräusch Ihrer Schritte auf dem Boden, sehen Sie das Licht, das durch die Fenster hereinfällt, während Sie Ihren Morgenkaffee essen. Wie würdest du dich fühlen, dort zu leben? Was würdest du zu dir selbst sagen, wenn du die Tür öffnest? Es ist diese lebendige Erfahrung, voller Details und Emotionen, die den Samen der Veränderung in eurem Bewusstsein pflanzt. Ich möchte, dass du einen Moment innehältst und darüber nachdenkst. Wann hast du das letzte Mal deine Vorstellungskraft absichtlich eingesetzt? Vielleicht hast du, ohne es zu merken, es benutzt, um dir Sorgen zu machen und dir Dinge vorzustellen, von denen du nicht willst, dass sie passieren. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Zügel in die Hand zu nehmen. Deine Vorstellungskraft ist nicht nur ein Hobby, sie ist eine göttliche Kraft, die du lenken kannst, um das Leben zu erschaffen, das du verdienst. Fang also an, dich zu fragen: Was würde ich sehen, hören, fühlen, wenn mein größter Wunsch heute schon real wäre? Lass diese Szene in dir lebendig werden, denn es ist in der Vorstellungskraft, in der das Unmögliche möglich wird. Damit das alles funktioniert, brauchst du eine wesentliche Zutat: den Glauben. Aber beruhigen Sie sich, wir sprechen nicht von blinder Hoffnung oder Daumendrücken in der Hoffnung, dass es klappen wird. Für Neville ist der Glaube die Gewissheit des Unsichtbaren. Es ist dieses innere, tiefe Wissen, dass das, was du in deiner Vorstellung angenommen hast, bereits dein ist, auch wenn deine Augen noch nicht sehen, auch wenn die Außenwelt es noch nicht zeigt. Es ist, als würde man auf einen Samen schauen, den man gerade gepflanzt hat, und ohne Zweifel wissen, dass er keimen wird, auch wenn die Erde noch still ist. Diese Gewissheit ist es, die dein Verlangen zum Leben erweckt. Es ist das Feuer, das die Flamme der Manifestation am Brennen hält. Und hier kommt der transformativste Teil. Die Annahme des erfüllten Wunsches besteht nicht nur darin, einen Moment lang zu fühlen und dann zur alten Denkweise zurückzukehren. Es ist ein Identitätswechsel. Du musst aufhören, die Person zu sein, die etwas will, und die Person werden, die das Etwas bereits hat. Denken Sie darüber nach. Wer wären? Sie, wenn Ihr Traum bereits real wäre? Wenn du dir Wohlstand wünschst, wie denkt der wohlhabende Mensch über Geld? Kümmert sie sich um jeden Cent oder empfindet sie Zuversicht und Dankbarkeit für die Fülle, die fließt? Wenn du Liebe willst, wie verhält sich dein geliebter Mensch? Lebt sie ängstlich oder strahlt sie Frieden und Geborgenheit aus? Diese neue Version von dir hat eine andere Art zu fühlen, mit dir selbst zu sprechen, durch die Welt zu gehen. Und es ist diese Identität, die du jetzt annehmen musst. Schauen Sie sich die großen Schöpfer der Geschichte an. Die Gebrüder Wright zum Beispiel haben das Flugzeug nicht erfunden, weil sie erwarteten, dass jemand beweisen würde, dass Fliegen möglich ist. Sie lebten aus der inneren Gewissheit, dass sie die Lösung bereits hatten, lange bevor sie abhoben. Martin Luther King wartete nicht darauf, dass die Gleichberechtigung kam, um davon zu träumen. Er sah, fühlte und sprach sie, als wäre sie bereits real. Diese Riesen zweifelten nicht an der Kraft der Vision, die sie in sich trugen. Und daran müssen Sie auch nicht zweifeln. Fragen Sie sich: Wer wäre ich, wenn ich schon hätte, was ich will? Fange heute an, so zu leben wie diese Person, denn so sagst du dem Universum: Das ist meine neue Wahrheit. Und jetzt sprechen wir über etwas, das viele Menschen verwirrt, aber absolut notwendig ist: das Loslassen. Bevor du falsch denkst, möchte ich klarstellen, loslassen bedeutet nicht, dein Verlangen aufzugeben oder alles über den Haufen zu werfen. Es geht nicht darum, deine Träume aufzugeben. Es geht darum, etwas viel Subtileres loszulassen. Die Angst, den Zweifel, die verzweifelte Bindung an das Wie und Wann der Dinge. Sobald du das Gefühl angenommen hast, dass sich der Wunsch in deiner Fantasie erfüllt hat, besteht der nächste Schritt darin, darauf zu vertrauen, dass er bereits dir gehört. Es ist wie bei der Abgabe eines Briefes bei der Post. Man rennt dem Postboten nicht hinterher, um sicherzustellen, dass er ankommt. Du vertraust dem Prozess und machst weiter. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie einen Samen in den Garten pflanzen. Du wählst einen guten Ort, du bereitest das Land sorgfältig vor.
Das heißt, du nimmst das Gefühl der Sehnsucht auf dich. Dann pflanzt man den Samen. Das bedeutet, sich das Ende mit Klarheit und Emotion vorzustellen. Und dann? Man gräbt nicht jeden Tag in den Boden, um zu überprüfen, ob er wächst. Du gießt, du kümmerst dich darum, aber du vertraust darauf, dass die Natur den Rest erledigt. In der Manifestation ist es dasselbe. Wenn du fühlst, dass dein Verlangen bereits real ist und du aus diesem Zustand lebst, beginnt das Universum hinter den Kulissen zu arbeiten. Deine Aufgabe ist es, den Glauben zu bewahren und das Wachstum zur richtigen Zeit geschehen zu lassen. Ich weiß, dass das eine Herausforderung sein kann, vor allem, wenn man es gewohnt ist, alles kontrollieren zu wollen. Aber hier ist das Schöne, an diesem Paradoxon. Je mehr man vertraut, desto schneller reihen sich die Dinge aneinander. Fragen Sie sich also, was kann ich heute loslassen? Welche Last kann ich von meinen Schultern nehmen? Vielleicht ist es das Bedürfnis, sofortige Ergebnisse zu sehen oder die Angst, dass es nicht funktionieren wird. Lassen Sie es los und spüren Sie die Freiheit, so zu leben, als wäre bereits für alles gesorgt. Denn in der Tat ist es in eurem Bewusstsein bereits. Es ist an der Zeit, all dies in die Praxis umzusetzen. Du verstehst bereits die Macht des Gesetzes der Annahme, jetzt lass es uns heute für dich arbeiten lassen. Der erste Schritt ist einfach, aber wichtig. Definieren Sie klar, was Sie wollen. Seien Sie nicht vage, seien Sie spezifisch. Möchten Sie ein wohlhabenderes Leben? Wie viel Geld würden Sie gerne mit Leichtigkeit fließen sehen? Willst du Liebe? Welche Art von Beziehung würde dich jeden Tag zum Lächeln bringen? Lust auf Gesundheit? Wie würde sich Ihr Körper auf dem Höhepunkt der Vitalität fühlen? Schließen Sie für einen Moment die Augen und fragen Sie sich, was will ich wirklich? Und, was noch wichtiger ist, wie würde es sich anfühlen, wenn ich das jetzt schon in meinem Leben hätte? Diese Klarheit ist der Ausgangspunkt für alles, was als nächstes kommt. Also nehmt euch einen Moment Zeit, um zu entscheiden, was ihr manifestieren werdet. Jetzt, da du weißt, was du willst, lass uns die Brücke zu dieser Realität bauen. Der zweite Schritt besteht darin, eine kurze, lebendige Szene in ihrer Fantasie zu erstellen. Eine Szene, die passieren würde, wenn Ihr Wunsch bereits real ist. Es geht nicht um den Prozess, es zu bekommen, sondern um den Moment, in dem es bereits eine Tatsache ist. Wenn Sie zum Beispiel gesund werden wollen, stellen Sie sich vor, Ihr Arzt schaut Ihnen in die Augen und sagt mit einem Lächeln, es geht Ihnen gut, ich habe noch nie so gute Tests gesehen. Spüren Sie die Erleichterung und Freude dieses Augenblicks. Wenn es im Überfluss vorhanden ist, stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihre Bank-App und sehen ein Guthaben, das Ihnen den Atem lässt. Oder Sie gehen in ein Geschäft und kaufen etwas, das Sie schon immer wollten, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Wenn es Liebe ist, stellen Sie sich einen ruhigen Abend mit Ihrem idealen Partner vor, lachen Sie gemeinsam in einem einfachen Gespräch oder spüren Sie das Gewicht eines Rings an Ihrem Finger, während Sie seine Hand halten. Wählen Sie eine Szene, die Ihr Herz zum Flattern bringt. Sie wird Ihr Anker sein. Der dritte Schritt besteht darin, den perfekten Zeitpunkt zu finden, um diesen Samen in Ihren Kopf zu pflanzen. Neville Goddard nannte dies den schlafähnlichen Zustand, diesen magischen Moment vor dem Schlafengehen oder direkt nach dem Aufwachen, wenn man entspannt ist und fast zwischen Wachen und Träumen schwankt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem euer Bewusstsein voller Zweifel und Lärm still wird und euer Unterbewusstsein öffnet die Tür, um etwas Neues zu empfangen. Legen Sie sich also bequem hin, schließen Sie die Augen und atmen Sie ein paar Mal tief durch. Spüren Sie, wie sich Ihr Körper entspannt, die Schultern sinken, die Beine leicht, die Atmung weich. Es gibt keinen Grund, in Eile zu sein. Lass einfach deinen Geist zur Ruhe kommen, als würdest du dich auf etwas Heiliges vorbereiten. Dies ist der fruchtbare Boden, auf dem ihre Fantasie gedeihen wird. In Schritt 4 passiert die Magie nun wirklich. Lebe deine Szene in der Fantasie mit ganzem Herzen. Erwecken Sie diese Szene in ihrem entspannten Zustand zum Leben, aber schauen Sie sie sich nicht einfach an, als wäre es ein Film im Fernsehen. Treten Sie ein, als wären Sie der Protagonist.
Nutze alle deine Sinne. Was siehst du um dich herum? Vielleicht das sanfte Licht eines Morgens in ihrem neuen Zuhause. Was hören Sie? Vielleicht die Stimme von jemandem, der Ihnen zu Ihrem Erfolg gratuliert. Was spielst du? Vielleicht die Textur eines Objekts, das Ihren erfüllten Wunsch symbolisiert. Und vor allem, wie fühlst du dich? Fühle die Freude, die in deiner Brust brodelt, die Erleichterung einer Last, die von deinen Schultern fällt, die Dankbarkeit, dass diese Realität deine ist. Wiederhole diese Szene ein paar Mal, wie eine Schleife, bis sie sich so natürlich anfühlt wie das Atmen. Wenn du dies vor dem Schlafengehen tust, lass dich mit diesem Gefühl einschlafen. Es ist, als würdest du deine Bitte mit einem Lächeln an das Universum übergeben. Der 5. Schritt besteht darin, diese Energie in deinen Alltag mitzunehmen. Es reicht nicht, sich nachts vorzustellen und dann so zu leben, als ob sich nichts geändert hätte. Kehren Sie im Laufe des Tages, wann immer Ihnen Ihr Wunsch in den Sinn kommt, zu dem Gefühl zurück, dass Sie ihn bereits erfüllt haben. Wenn Zweifel aufkommen, wenn die Außenwelt versucht, dich in die alte Geschichte hineinzuziehen, atme tief durch und lenke deinen Geist sanft um. Sag zu dir selbst: Nein, ich bin nicht mehr diese wartende Person. Ich bin die Person, die es bereits hat. Wenn du zum Beispiel Wohlstand willst und ein Konto siehst, solltest du keine Angst haben, sondern denken: Ich bin dankbar dafür, wie leicht mir das Geld zufließt. Es ist wie das Training eines Muskels. Je länger du in diesem Zustand verharrst, desto natürlicher wird er. Du lebst vom Ende an, und das ist es, was das Universum in Bewegung setzt. Der 6. Schritt schließlich besteht darin, alles mit einer kraftvollen Berührung zu besiegeln. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist wie ein Magnet, der mehr Segen anzieht. Fange also an, nicht nur dankbar für das zu sein, was du heute bereits in deinem Leben hast, sondern auch für dein Verlangen, als wäre es bereits real. Sag laut oder in der Stille deines Herzens: Danke für diese lebendige Gesundheit. Danke für diese Liebe, die mein Leben erfüllt. Danke für diese Fülle, die mich umgibt. Fühle, wie diese Dankbarkeit deine Brust wärmt, weil sie dich mit der Frequenz der Fülle in Einklang bringt. Machen Sie es sich täglich zur Gewohnheit, und Sie werden erkennen, dass das Universum es liebt, auf ein dankbares Herz zu reagieren. Starte noch heute. Deine neue Realität wartet auf dich. Jetzt, da Sie die Schritte in Ihren Händen haben, möchte ich von Ihnen hören. Lassen Sie uns dies zu einer gemeinsamen Reise machen. Sag uns in den Kommentaren: Welcher Teil dieses Prozesses hat dein Herz höher schlagen lassen? Vielleicht war es die Idee, eine Szene in der Fantasie zu erschaffen, oder die Freiheit, Ängste loszulassen. Oder vielleicht besteht die größte Herausforderung für dich darin, das Gefühl zu haben, dass das Verlangen bereits real ist? Teilen Sie es mit mir, denn wenn wir unsere Absichten in Worte fassen, gewinnen sie noch mehr Kraft. Und hier ist eine Idee. Welche Art von Endszene würdest du für deinen Wunsch kreieren? Stellen Sie sich vor, vielleicht ist es ein Freund, der Ihnen zu einer Leistung gratuliert, oder Sie öffnen die Tür zu Ihrem Traumhaus. Beschreiben Sie diese Szene in den Kommentaren und inspirieren Sie diejenigen, die mit Ihnen zuschauen. Deine Geschichte kann das Licht sein, das jemand heute braucht, aber ich weiß, dass auf dem Weg Zweifel auftreten können, und ich möchte dir helfen, sie zu überwinden. Vielleicht denkst du: Was ist, wenn ich nichts fühlen kann, wenn ich mir meine Szene vorstelle? Keine Sorge, fangen Sie klein an. Üben Sie, etwas Einfaches zu spüren, das Sie bereits haben, wie den Komfort einer warmen Tasse Kaffee oder die Ruhe eines sonnigen Tages. Schließen Sie die Augen und spüren Sie, wie dieses Gefühl in Ihrer Brust wächst. Es ist ein Training für Ihr Herz. Sei geduldig mit dir selbst, denn du lernst eine neue Sprache zu sprechen, die Sprache der Seele. Oder vielleicht sagst du: Aber die äußere Realität schreit nach dem Gegenteil von dem, was ich will. Versteht dies. Was ihr da draußen seht, ist nur das Echo der Vergangenheit, die Reflexion alter Glaubenssätze. Deine innere Realität, das, was du jetzt annimmst, ist die wahre Ursache. Vertraue ihr,
auch wenn die Welt deine Vision noch nicht eingeholt hat. Und hier ist das Geheimnis, damit es funktioniert. Beharrlich, geduldig sein und üben. Denken Sie daran, Gitarre spielen zu lernen. Zuerst stolpern die Finger über die Saiten. Der Klang klingt komisch, aber man gibt nicht auf. Mit der Zeit beginnen die Songs zu fließen. Beim Manifestieren ist es genauso. Du trainierst deinen Verstand und dein Herz für eine neue Fähigkeit. Wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, werfen Sie nicht das Handtuch. Kehre zu deiner Szene zurück, spüre das Gefühl, lebe das Ende und mach weiter. Sie haben es verdient. Und wenn dieser Inhalt ein Licht auf deinem Weg anschaltet, hinterlasse dein Like, damit mehr Menschen diese Kraft entdecken. Schreibe in den Kommentaren: Ich übernehme jetzt, wenn du dir vornimmst, heute zu üben. Lassen Sie uns gemeinsam diese neue Realität aufbauen. Sind Sie bereit? Wir haben das Ende dieser Reise erreicht, aber in Wahrheit ist es nur der Anfang von etwas viel Größerem für euch. Fassen wir die Essenz dessen zusammen, was Neville Goddard uns lehrt. Hör auf, deinen Wünschen nachzujagen, als wären sie ferne Schmetterlinge. Lebe stattdessen jetzt von ihnen. Besitze das Gefühl des erfüllten Wunsches. Fühle ihn als lebendige Wahrheit in deiner Vorstellungskraft. Vertraue auf die unglaubliche Kraft deines Bewusstseins und erlaube dem Universum, die Realität um dich herum neu zu ordnen. Du musst nicht betteln, warten oder kämpfen. Alles beginnt in dir, in deiner Fähigkeit zu fühlen, dir vorzustellen, zu sein. Dies ist der Schlüssel, der die Türen zu dem Leben öffnet, von dem sie immer geträumt haben, und er liegt heute in ihren Händen. Aber dieses Wissen wird dein Leben nur verändern, wenn du es in die Praxis umsetzt. Und ich glaube, du bist bereit dafür. Hier ist also die Herausforderung. Lassen Sie diese Worte nicht nur eine weitere Information sein, die an Ihnen vorbeizieht. Wählen Sie einen Wunsch, nur einen, der Ihre Augen zum Leuchten bringt. Heute Nacht, bevor du schlafen gehst, solltest du dich in diesen ruhigen, schlafähnlichen Zustand versetzen. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief durch und erinnern Sie sich an eine Szene, die zeigt, dass sich dieser Wunsch bereits erfüllt hat. Fühle die Freude, die Dankbarkeit, den Frieden zu wissen, dass er dein ist. Schlafe eingehüllt in dieses Gefühl ein, als würdest du deine neue Realität umarmen. Tun Sie es mit Liebe für sich selbst, denn Sie verdienen es, dass Ihre Träume zum Leben erweckt werden. Und behalten Sie diese Reise nicht für sich. Lassen Sie uns gemeinsam etwas Größeres aufbauen. Teilen Sie in den Kommentaren mit, wie Sie diese Schritte anwenden, welche Szenen Sie sich vorstellen oder sogar welche Hits in den kommenden Wochen erscheinen. Deine Geschichte kann in jemandem, der Hoffnung braucht, einen Funken entfachen. Lasst uns eine unterstützende Gemeinschaft von Menschen schaffen, die an die Kraft der Manifestation glauben und bereit sind, am Ende zu leben. Also, schreib jetzt: Was nimmst du heute auf dich? Lassen Sie Ihre Absicht leuchten und inspirieren Sie diejenigen, die auf dieser Reise an Ihrer Seite sind. Um diese unglaublichen Lehren weiter zu vertiefen und noch kraftvollere Techniken der Manifestation zu entdecken, stelle sicher, dass du den Kanal abonniert hast und die Glocke aktiviert hast. Wir haben noch so viel mehr gemeinsam zu erforschen und ich möchte bei jedem Schritt dieser Transformation bei euch sein. Denke daran: Das Einzige, was dich von deinem Verlangen trennt, ist deine eigene Annahme. Gehen Sie also vom Besten aus. Leben Sie von Ihrem Traum und vertrauen Sie darauf, dass sich das Universum zu Ihren Gunsten verschworen hat. Du verdienst dieses erfüllte Leben und es beginnt jetzt. Bis zum nächsten Video, raus und erschaffe dein Meisterwerk.